Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einem unfassbar wichtigen Video, denn heute geht es um JavaScript Clean Code. Ein Thema, das jeder Webentwickler und alle anderen, die mit JavaScript arbeiten, eigentlich machen sollten, aber häufig nicht machen. Das Thema ist so wichtig, dass ich heute sogar wieder einen Sponsor mit am Start habe, und zwar Get in IT. Die kennt ihr ja schon, die veranstalten ihre dritte Job.io, also virtuelle Jobmesse, am 22. September. Und zwar geht es dieses Mal um Softwareentwicklung. Das ist natürlich ein breites Thema, aber ich werde auch dort einen Vortrag halten zu einem Thema, was jeder Softwareentwickler kennen sollte, und zwar Clean Code. Und ja, heute dreht sich alles um JavaScript Clean Code, also wirklich nur um die Sachen, die für JavaScript relevant sind. Auf der Messe und natürlich in meiner Tutorial-Reihe auch zu Clean Code geht es um die Prinzipien von Clean Code. Die beiden werden sich so ein bisschen ergänzen. Das heißt, schaut da auf jeden Fall vorbei und ihr erfahrt mehr zu dem Event am Ende des Videos. Jetzt lasst uns erstmal einen Blick in unser JavaScript reinwerfen, und zwar, was ist eigentlich für JavaScript Clean Code? Und hiermit meine ich nicht sowas wie aussagekräftige Variablennamen. Das gilt für alle Sprachen gleichermaßen. Es gibt aber einige Prinzipien, die nur für JavaScript gelten, weil, naja, JavaScript sich in manchen Verhältnissen anders verhält als eine andere Sprache, zum Beispiel Python oder sowas. Und deswegen fangen wir doch gleich mal an mit den Strong Type Checks. Ja? Ihr könnt in JavaScript Folgendes machen, und ich werde das Ganze mit dieser wundervollen Datei hier demonstrieren. Das ist einfach nichts weiter als hier, ja, das kann man sogar rausmachen. Das ist einfach nur eine leere HTML-Datei, die einfach nur das JavaScript hier lädt. So, und das allererste, was ich euch zeigen möchte, ist Folgendes. Es gibt Strong Type Checks, die kann man untersuchen, sage ich jetzt einfach mal. Mit console.log können wir sie ausgeben. Und ja, was wollen wir quasi ausgeben? Naja, wir können ja mal gucken, was kommt denn bei 0 gleich false raus? So, das ist vielleicht eine interessante Frage. Schauen wir doch direkt mal noch, was kommt denn eigentlich bei 1 gleich true raus? Und das ist ja eigentlich bloß ein Vergleich. Ja? Ein Vergleich mit diesen zwei Ist-Gleichzeichen, wo wir überprüfen, ob zwei Sachen gleich sind. Es sollte relativ direkt sichtbar sein, dass diese zwei Sachen nicht gleich sind, ja. Das heißt, wenn wir das hier aktualisieren, sehen wir hier, oh, die beiden Sachen sind true. Beide Sachen sind gleich eigentlich, sie verhalten sich gleich, und das sollte natürlich eigentlich nicht sein. Dementsprechend ist es in JavaScript eigentlich immer eine gute Idee, man verwendet echte Gleichheit, also Strong Type Checks eben. Und das macht man mit 3 Ist-Gleichzeichen. Deswegen seht ihr die relativ häufig. Die vergleichen nicht nur, ob zwei Werte gleich sind, sondern sie vergleichen auch, ob der Inhalt wirklich gleich sind, beziehungsweise ob der Typ auch gleich ist. Und das hat viele Vorteile, sage ich jetzt mal. Hier sehen wir beides mal false, weil natürlich 0 nicht dasselbe ist wie false, zumindest nicht vom Typ. Allerdings, wenn wir uns das umwandeln hier, die 0 in zum Beispiel einfach, oder das false in eine Zahl umwandeln, was da quasi mit 2 Ist-Gleichzeichen implizit passiert, dann sind die beiden auf einmal wieder gleich, weil natürlich 0 oder false zu einer 0 wird und true wird zu einer 1, und dementsprechend, ja, gibt uns dieser Vergleich hier ein true zurück, während der mit 3 Ist-Gleichzeichen, der gibt uns ein false zurück. Weiteres tolles Beispiel, warum ihr das verwenden solltet, ist der Fall, dass man hier, ist egal welche Zahl eigentlich, wir können auch 2 nehmen tatsächlich, 2 gleich 2 überprüfen könnt, ob die gleich sind. Und wenn ihr die nicht Strong Type Checks nehmt, dann kommt hier bei True raus, was eigentlich nicht der Fall ist. Eigentlich wollt ihr überprüfen, ist denn eigentlich 2 wirklich gleich 2 und ist der Typ auch derselbe? Dann macht ihr das hier, also überprüft ihr quasi gleich. Und dann habt ihr tatsächlich ein False. Ansonsten kann das wirklich zu bösen Fehlern führen. Es gibt natürlich Fälle, wo man das auch erwünscht reinbringen kann, aber dann muss man vielleicht einen Kommentar dazu schreiben, warum zur Hölle man das wirklich hier nur mit 2 Gleichheitszeichen macht. Okay, der nächste Punkt, den wir ansprechen sollten, ist ein bisschen komplexer natürlich. Das hier war wirklich das allereinfachste Beispiel, mit dem ich erstmal reinkommen wollte. Und tatsächlich gibt es ja in JavaScript Objekte in einer anderen Art und Weise. Also man baut sie ganz häufig, viel häufiger und ganz viel einfacher auch, als man das jetzt normalerweise tun würde. Und normalerweise gebt ihr hier auch in eine Funktion im besten Falle nicht so viele Parameter rein, wie ihr es vielleicht von anderen Sprachen gewöhnt seid. Das heißt, ich mache ein kurzes Beispiel. Wenn wir eine Funktion uns bauen und hier steht sowas drin wie get User Info. Okay, das ist schon mal zumindest kein schlechter Funktionsname. Wie gesagt, darum geht es auch heute nicht. Und wir bauen uns hier zum Beispiel irgendwas ein. Einfach return Hi there oder sowas. Völlig egal. Macht wirklich hier in diesem Fall keinen Unterschied. Was allerdings wichtig ist oder interessant wäre für euch, ist Folgendes. Wenn ihr hier zum Beispiel habt Username, dann habt ihr
Birthday und so weiter und so fort. Ja, ihr habt hier von mir aus einige Suchkriterien, die ihr hier reinbringen wollt. Dann ist es vielleicht nicht die beste Option, das wirklich alles so als Liste reinzupacken. Sondern ihr würdet eher hier sagen, okay, nehmen wir an, wir haben nur Username und Birthday, nach denen wollt ihr jetzt diesen User holen. Ihr könnt natürlich auch sagen, wir haben eine Funktion, die nur Username nimmt, eine Funktion, die nur Birthday nimmt, eine Funktion, die beides nimmt und so weiter und so fort. Geht natürlich auch. Aber was ich eigentlich hier sagen möchte, ist Folgendes. Ihr würdet das hier normalerweise nicht als 2 Parameter setzen, sondern ihr würdet das normalerweise als einen Parameter, allerdings als Object nehmen und nicht einfach nur so als quasi Parameter von einer Funktion. Denn dadurch ist das Ganze viel, viel leichter aufzurufen, denn in den allermeisten Fällen habt ihr hier, sagen wir mal, einen const-User A, ich nenne ihn jetzt einfach mal User A, der, sagen wir mal, so aussieht. Und zwar haben wir hier einmal den Usernamen drin, Username Doppelpunkt, und da haben wir zum Beispiel Hans-Peter, und dann haben wir den Birthday, und der Birthday ist, sagen wir einfach mal ein New Date von wann? Von 1960, 10, 11 oder sowas. Völlig egal. Und nehmen wir jetzt einfach mal das hier als gegeben an. Oh, ja, nehmen wir jetzt einfach mal das als gegeben an. Dann würde ich, wenn ich diese Funktion getUserInfo aufrufe, also sowas wie getUserInfo von User A, dann schauen wir doch einfach mal, was hier bei unserer Ausgabe ergibt. Also console, nicht rconsole, sondern console.log von Username. Username und console.log von Birthday. So, und dann schauen wir mal rein. Und da sehen wir, wir kriegen Hans-Peter und den Freitag, den 11. November 1960, zurück. Und das liefert uns natürlich automatisch die richtigen Werte hier drin. Was hier passiert ist, ist Folgendes. Wir haben hier wahrscheinlich den User immer als solches Objekt vorliegen. Ein Objekt aus mehreren Werten, aus mehreren Datenpunkten sozusagen. Und wir packen das über die Funktion automatisch aus. Hätten wir jetzt hier tatsächlich Username und Birthday so eingegeben, es würde zwar natürlich funktionieren, aber wir kriegen hier tatsächlich nur halt einen Parameter rein, und zwar den Usernamen, und dann haben wir das Ganze hier so als Objekt. Und damit kann man nicht so gut arbeiten. Ich muss das hier also wieder auspacken, muss hier sagen Punkt Username, und dann muss ich hier sagen User A.Birthday. Und ihr seht, das Ganze wird einfach mehr Code, weil ihr es in den meisten Fällen so vorliegen habt, was ja auch Sinn macht. Diese Dinger hier zu bündeln, das macht so viel Sinn, aber dann sollte man es eben auch hier gebündelt reinpacken und direkt in der Funktion auspacken. Und das heißt, das hier lieber nicht so machen, sondern ihr wollt es lieber hier direkt auspacken. Okay, das ist Nummer 2. Nummer 3 hat auch wahnsinnig viel mit Clean Code und natürlich mit solchen Objekten hier zu tun. Nehmen wir an, ihr habt wieder mal so einen User und ihr habt so eine Art Baukasten für diesen User. Okay, das heißt, ihr habt, sagen wir mal, eine Funktion und die baut euch einen User. Create User. Und der soll natürlich hier über eine Konfiguration, sowas ähnliches wie das hier, gebaut werden. Dann habt ihr am Ende einen User und der soll halt irgendwas tun. Das irgendwas, das sparen wir uns jetzt hier unten drunter. Da sage ich jetzt einfach mal Return User. Ups, nicht User A, Kollege, User. Und wir wollen jetzt unseren User hier tatsächlich bauen. Und naja, wie machen wir das? Wir wollen sozusagen häufig sicher gehen, dass auch wirklich alle Werte gesetzt werden, die da drin sind. Und viele gehen jetzt hier tatsächlich her und überprüfen, ist denn hier zum Beispiel Config von unserem User, also User-Config, ist, so, Krankenwagen vorbeigefahren, ist diese User-Config, ist da alles gesetzt. Also Username, den setzen wir auf config.username. Oder, falls kein Username gesetzt wurde, setzen wir den auf Hans oder auf Undefined oder was auch immer ihr da haben wollt. So, und das kann man jetzt mit jedem einzelnen Ding machen. Und das ist natürlich relativ doof. Und am Ende
geben wir unsere Config zurück. Also ich mache das mal ganz kurz als Beispiel. Birthday, Birthday, Birthday und dann haben wir hier eben dieses New Date, bla bla bla. So, das wäre dann unser Default-Wert hier hinten dran. Das heißt, wenn in der Config nichts gesetzt wurde, dann nehmen wir dieses Default-Wert-Dingens hinten dran. Ansonsten nehmen wir das, was in der Config gesetzt wurde. Das würde ich euch nicht empfehlen. Es gibt eine bessere Möglichkeit, die ich euch sofort zeigen möchte. Sinnvoll ist es natürlich anhand des Types hier zu gucken. Den würde man zum Beispiel auf config.type setzen oder auf, sagen wir einfach mal, User, nicht Admin vielleicht. Okay, so, jetzt haben wir quasi uns hier einen neuen User generiert und wir loggen den einfach mal ganz kurz in die Konsole. Console.log von create user von User A. Okay. Schauen wir uns das mal kurz an und dann sehen wir hier, ja, okay, wir haben hier alles, was wir brauchen. Wir haben den Birthday gesetzt, wir haben Type ist gleich 0, Username gleich 0. Okay, ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Was man aber viel eher machen sollte, statt diesem ganzen Config ist gleich Config oder bla bla bla, sollte man sagen, man nimmt die Config und erstellt die halt über Config, über Object Assign tatsächlich komplett. Und zwar Config ist gleich Object.assign und hier könnt ihr jetzt angeben, wie ein Standardwert aussehen sollte oder wie ihr es gerne haben wollt. Das heißt, also erstmal kommt der Standardwert, das ist quasi der Default-Wert. Hier kann man reinschreiben, Type, zum Beispiel eben User, nicht Admin. Standardmäßig hat der User einen Usernamen von Hans und standardmäßig hat er ein Birthday von eben diesem neuen Date, das wir hier gesetzt haben. So, und wenn wir eine Config gegeben haben, hier das da oben, was wir quasi hier reinbekommen, dann bauen wir uns diese Config hier rein und sagen, ja gut, dann nehmen wir halt das, was wir hier drin haben. Das heißt, Config kommt hier rein. Und damit habt ihr tatsächlich direkt alles assigned und ihr könnt hier aber jeweils gucken, was ist der Standardwert und das hier lässt sich natürlich auch wunderbar auslagern. Falls ihr das irgendwann mal braucht, könnt ihr das auch einfach in eine Variable reinpacken. So, da ich jetzt natürlich User A verändern möchte, muss ich das ein kleines bisschen hier rausschmeißen. Wir packen hier User A rein. Wir müssen hier oben natürlich noch die Config zurückgeben. Return Config. Also quasi unseren User zurückgeben. Wir bauen uns hier unten unseren User A. Wir überschreiben unseren User A, weil ist ja eigentlich davor kein richtiger gültiger User gewesen. Ne? Ihm hat ja der Typ gefehlt. Und wenn wir das jetzt hier überschreiben, müssen wir das hier natürlich wegmachen von einer Konstanten. So, und dann sehen wir hier, tada, wenn ich das jetzt hier so aktualisiere, dann haben wir den Type User gesetzt und wir haben das Ganze eben mit diesen wunderschönen Default-Werten gemacht. Das heißt, egal was nicht gesetzt wird, wenn ich jetzt hier tatsächlich rausgehe und den Usernamen eben auf zum Beispiel null setze oder sowas, oder einfach gar nicht setze, was noch viel, viel besser wäre, dann kann ich hier einfach aktualisieren und ich sehe, tada, mein Username wird einfach auf Hans gesetzt. Und so habe ich keine leeren Werte mehr in diesem Sinne. Das ist viel, viel besser, als wenn ich jetzt hier einfach mich dazu zwinge, hier oben überall null reinzuschreiben und das Ganze mit oder zu machen. So hat man als Programmierer viel, viel schneller das Ganze zur Hand und man muss sich nicht um fehlende Werte kümmern. Man muss gar nicht wissen, welche Werte eigentlich alle erwartet werden. Deswegen ist das so wichtig. Eine weitere Sache, die ich euch auch unbedingt auf den Weg mitgeben möchte, sind die globalen Variablen, beziehungsweise die globalen Klassen so im Endeffekt. Und zwar, ihr habt, also das ist tatsächlich ein Beispiel, was ich erst vor kurzem wirklich gesehen habe. Und ihr habt in JavaScript ja immer die Möglichkeit, quasi über den Prototype eine neue Funktion hinten dran zu hängen. Sozusagen eine Klasse zu erweitern oder eben ein Prototype zu erweitern. Das geht, ist aber halt sehr, sehr schlechter Stil. Ich mache mal ganz kurz ein Beispiel. Bitte das nicht nachmachen, ja. Und zwar nehmen wir einfach mal das Beispiel Array. Array.prototype. Zum Beispiel Bad Entry. Das war das Beispiel, was ich gesehen hatte. Da kann man jetzt einen Function Pointer hinzufügen und sagen, das ist eine Funktion, die nennt sich, halt stopp, ich habe es falsch geschrieben, das war wieder die Python-Schreibweise, sorry, Bad Entry. Und den, ja, das war einfach quasi ein Check, ob irgendwas eben ein schlechter Wert ist oder sowas. Das kann man natürlich machen, wie die Implementierung jetzt hier aussah, völlig egal. Das würde gehen, ist aber halt sehr, sehr schlechter Stil, weil ihr verändert die Klasse Array. Und wenn ihr die Klasse Array verändert, dann verändert ihr die überall, ja. Überall. Das heißt, ihr verändert auch für die Leute, die, also
nicht für andere Webseiten offensichtlich, aber halt für euch. Bei eurem Projekt verändert ihr die Klasse Array. Und wenn ihr die Klasse Array verändert, kann das zu sehr, sehr komischem Fehlverhalten führen. Vor allem, wenn ihr hier irgendwie Bad Entry einzelne Werte blockt oder sowas. Je nachdem, wie man das eben implementiert, ist das nicht so geil. Viel, viel besser ist, und deswegen lösche ich das jetzt direkt raus, wenn ihr einen speziellen Array braucht, der eine spezielle Funktion namens Bad Entry hat, aber eben halt nicht überall vielleicht braucht, oder selbst wenn ihr ihn überall braucht, ja, dann nehmt ihr kein Array, sondern ihr nehmt eine Class und nennt sie zum Beispiel Checking Array. So, der überprüft, ob Werte okay sind. So, und dann könnt ihr hier sagen, das Ganze extended bitte von meiner Klasse Array. Und hier kann ich jetzt auch meine Bad Entry Funktion eintragen und kann hier Stuff damit machen, ja. Hier kann ich alles damit machen, to do. Und das wäre die viel, viel bessere Art und Weise. Wenn ihr jetzt ein neues Array erstellt, dann nehmt ihr das Checking Array anstelle des normalen Arrays und dann habt ihr nämlich auch Zugriff auf die Funktion Bad Entry. Generell zu Klassen kann man sagen, wenn ihr Klassen verwenden könnt anstelle von Prototypes, also wenn ihr zum Beispiel Prototypes noch irgendwo in Legacy-Code drin habt, okay, ist so, ja, und dann müsst ihr es auch verstehen, wie es funktioniert, aber es geht viel, viel besser mittlerweile mit Klassen und dazu habe ich auch schon Videos gemacht, die findet ihr zum Teil in JavaScript, zum Teil aber auch in TypeScript und TypeScript hat natürlich noch so viel mehr. Okay, dann lasst uns noch mal ganz kurz über asynchronen Code sprechen. Asynchroner Code ist ein Riesending in JavaScript und ich habe dazu, glaube ich, bisher nicht ausreichend Tutorials gemacht. Wenn ihr wollt und wenn die Serie gut ankommt, dann kann ich das gerne nachreichen. Wenn ihr irgendwie speziell Wünsche habt, sowieso schreibt mir das immer ganz gerne. Aber wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel und zwar, wir sagen jetzt einfach mal async func 1, ja. Nehmen wir einfach mal an, das ist eine asynchrone Funktion. Ich will das jetzt hier nicht komplett implementieren, weil es sehr, sehr lange dauert. Ihr habt normalerweise die Möglichkeit, das Ganze zu chainen über eben verschiedene Promises und Callbacks. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit häufig zu sagen, ich habe Error und ich habe Result 1 oder sowas. Und könnt das normalerweise irgendwie so chainen über... Ja gut, dann mache ich halt danach, wenn das wirklich funktioniert hat, also nehmen wir jetzt einfach an, das ist ein Aufruf hier, und das soll selbstverständlich nicht sein. So. Danach ist der Aufruf erst fertig. Also hier unten ist quasi der Aufruf von meiner Funktion fertig. Ich habe hier drin in meiner Async-Funktion, sagen wir mal, muss ich einen Callback angeben, quasi wenn diese Funktion ausgeführt wurde, egal ob mit Error oder Resultat oder Ergebnis, dann muss ich eine zweite Funktion ausführen, dann eine dritte und so weiter und so fort. Das geht so, indem man das hier tatsächlich einfach mehrfach hintereinander chaint. Das geht tatsächlich. Dann haben wir hier zum Beispiel eine async func 2. Ja? Und die hat genauso dasselbe wieder. Also wenn ich die aufrufe, dann sieht das ähnlich aus. Und ich kann ja am Ende dann das Ganze halt 100-fach hier drin platzieren. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal das hier und, wobei wir das wieder rausschmeißen können. Und haben dann im Endeffekt das hier und dann das hier und dann das hier. Und statt 1, 2 und 3 habe ich dann hier halt so 2, 3 und 4. So, ist absolut unleserlich, ja. Das kann niemand mehr lesen. Deswegen solltet ihr mit Promises arbeiten und nicht mit Nested Callbacks. Das sind Nested Callbacks, also quasi, wenn fertig, dann führe diese Funktion aus. Wenn die fertig ist, dann führe diese Funktion aus. Und ihr definiert quasi immer unsichtbare Funktionen oder innere Funktionen dabei. Ist nicht geil. Deswegen eben Promises verwenden. Dazu, wie gesagt, müsste ich eigentlich mal noch ein Tutorial machen, wäre dringend nötig. Und zwar, Promises sehen einfach so aus. Wir haben hier einfach async, sagen wir einfach mal async promise 1. Und das ist dann einfach eine Funktion und die hat keinerlei Parameter, weil sie keinen Callback oder sowas hat. So, und dann könnt ihr wirklich hierher gehen und sagen .then. Und dann habt ihr hier quasi in diesem then drin, könnt ihr den Callback eintragen. Also quasi, wenn diese erste Funktion hier fertig ist, dann führe diese Funktion hier aus. Normalerweise rückt man das auch 1 ein. Dann führe diese Funktion aus und zwar zum Beispiel async promise 2. Async promise 2. Achtung, in dem Fall braucht ihr keine Klammern mehr, weil ist im Endeffekt über ein Promise oder über dieses .then. So, dann, wenn das fertig ist, führe die nächste asynchrone Funktion aus, async promise 3 und so weiter und so fort. Und wenn wir am Ende sind, .then, dann habt ihr sowas wie eine Result oder sowas, Res, ja, komm, was weg. Ein Result und das wiederum könnt ihr in irgendeine, keine Ahnung, verarbeitende Funktion oder sowas reingeben, sowas wie zum Beispiel console.log oder sowas.
Und dann könnt ihr hier euer Output loggen. Und wenn ihr einen Fehler habt, den müssen wir ja auch noch verwalten. Das musste man vorher alles in diesen asynchronen Funktionen machen. Das ist, wie gesagt, gar nicht geil. Dann habt ihr hier einen Punkt Catch. Und da drin könnt ihr euren Fehler verarbeiten. Und zwar über auch eine Lambda-Funktion. In unserem Fall jetzt gerade hier, macht das weg. Ein Error, und zwar auf console.error von Error. Von Error. So. Und damit habt ihr eigentlich einen relativ übersichtlichen Aufrufbaum sozusagen, der euch direkt eigentlich anzeigt, was wann ausgeführt wird. Zuerst Async Promise 1, dann 2, dann 3. Und wenn wir fertig sind, dann geben wir unser Ergebnis in der Konsole aus. Und wenn wir irgendwo einen Error hatten, dann wird das hier auch in der Konsole ausgegeben. Selbstverständlich könnt ihr das hier auch mit Funktionen machen. Ja? Ihr könnt auch das Res, also das Ergebnis von diesen ganzen Async Promises in eine Funktion reinpacken und genauso den Fehler natürlich auch. So ist das sehr viel übersichtlicher. Jetzt kann ich das Ganze leider nicht mehr ausführen, weil ich hier kein Promise drin implementiert habe. Aber ja, sei es drum. Im Übrigen, wo wir gerade bei, bei Method Chaining sind, das ist im Endeffekt Method Chaining, nennt sich das Ganze. Das heißt, wir rufen etwas auf, dann führen wir eine weitere Funktion auf, dann führen wir eine Funktion aus, dann führen wir ja, ihr versteht den Sinn dahinter. Man führt einfach mehrere Funktionen auf demselben Objekt aus. Und das ist auch tatsächlich in JavaScript ein gutes Beispiel von Code. Das machen viele Libraries, jQuery macht das zum Beispiel. Und ja, ihr könnt das tatsächlich auch machen. Da gibt es einen kleinen Trick dazu. Den möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Ich werde das hier, um Demos möglich zu machen, mal ganz kurz hier auskommentieren. Und zwar gehen wir mal in unseren User zurück. Ja? Wir haben hier zum Beispiel lasst uns was Neues erstellen. Lasst uns eine Class Penguin erstellen. Und der Penguin hat selbstverständlich einen Konstruktor und so weiter. Das mache ich mal ganz kurz für euch. So, ein Pinguin, der erstmal als Konstruktor natürlich Eltern hat und Subspecies hat, also ist quasi, er ist ja nicht unbedingt ein Pinguin, sondern er hat halt vielleicht eine Unterart. Könnte man natürlich auch über Vererbung lösen, gebe ich euch absolut recht, aber in dem Fall habe ich einfach irgendwelche Variablen gebraucht. Dann kann man seinen Namen setzen, man kann seinen Partner setzen, man kann seinen Ort setzen und man kann alles ausgeben. So, wunderbar. Jetzt, was ist da dran? Schlechter Codestil, ist doch alles perfekt. Nun, wenn ich einen neuen Pinguin baue, dann kann ich das folgendermaßen machen. Und zwar kann ich mir hier einen Const-Tux setzen, so würde ich auf jeden Fall meinen Pinguin nennen, wenn ich einen hätte, aber ich habe keinen Pinguin. Kann man sich Pinguine halten? Egal. Aber auf jeden Fall, wenn wir uns einen Pinguin halten würden, würden wir ihn Tux nennen. Und das wäre dann natürlich hier, die Eltern sind natürlich, hat nur einen Elternteil, nennt sich GNU. Und das zweite ist natürlich seine Art, wäre ein Linux-Pinguin. Ist ja logisch. Und dann würde man hier sagen, okay, mein Tux hat den Namen Tux. Beziehungsweise so geht das ja tatsächlich nicht, weil wir müssen ja den Setter benutzen. Upsi, also gehen wir mal wieder her und sagen tux.setName. Das würde gehen wiederum. Und dann kann ich hier eben Tux als Namen setzen. Tux schreibt man übrigens groß in dem Fall. Dann sagen wir hier tux.setMate. Setzen wir mal auf Arch. Und dann sagen wir tux.setLocation Home. So. Und dann sagen wir hier tux.save. So, was ist daran jetzt schlechter Codestil? Naja, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Das funktioniert zwar soweit, GNU, Linux, Tux, Arch Home, also ich kann quasi alles ausgeben, aber ich habe da relativ viele Zeilen Code für gebraucht. Und manche Leute rechnen immer noch irgendwie in Zeilen Code, aber das ist ein bisschen altbacken. Deswegen gibt es einen geilen Trick, dass ihr diese Methods auch chainen könnt. Ihr könnt jetzt hier tatsächlich nicht sagen, hinter dem newpenguin.setName von Tux. Und dann machen wir das direkt hinten dran nochmal, also quasi alles in eine Zeile zu schreiben. Und ja, in JavaScript gilt das als guter Stil. Ich weiß, seltsam, für mich ist das immer noch seltsam, weil normalerweise lernt man, das sollte man auf gar keinen Fall tun, aber in diesem Fall, wenn die Dinger wirklich zusammengehören, dann soll man das so tun. Es funktioniert halt nur leider nicht. Es geht ja nicht, weil hier unter, wo kriege ich den Fehler genau? Ich kriege den Fehler bei setMate. Okay, warum bei setMate? Nun gehen wir das Ganze mal durch. Ich baue mir hier einen neuen Pinguin. Okay, das heißt, ich bekomme hier einen Pinguin. Dann
ist der Rückgabewert sozusagen die Eingabe für mein Setname. Das heißt newpenguin.setname. Ja gut, okay, das wäre ja mein Tux. Also setze ich den Namen von meinem Tux auf Tux. Und hier unter Setname habe ich quasi keinerlei Rückgabewert. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall undefined bei raus. Und dann probiere ich undefined.setMate auf Arch zu setzen. Und ja, das funktioniert halt einfach nicht. Da kriege ich natürlich einen Fehler, weil undefined hat nicht die Funktion setMate. Okay, das heißt, da gibt es einen geilen Trick. Und zwar kann man hier einfach sagen, setName returned mir this. Ja, und das mache ich tatsächlich überall. Das heißt, ich kann einfach überall ein Return This reinpacken. Und am Ende habe ich wirklich immer meinen Pinguin zur Hand. Das heißt, ich kann hier quasi sagen, okay, mein Tux wird gebaut. Mein Tux bekommt den Namen, mein Tux bekommt einen Mate, mein Tux bekommt eine Location, ich save ihn und das Save gibt auch this zurück und dann speichere ich ihn mir sogar noch in meine Variable rein. So kann ich das quasi alles in einer einzigen Zeile Code schreiben und kann danach noch mit Tux weiterarbeiten. Und das würde funktionieren und ist zum Bauen vielleicht in Ordnung, aber grundsätzlich würde ich euch empfehlen, es nicht zu übertreiben mit diesem Method Chaining. Es kann nämlich relativ schnell dazu führen, dass man es nicht mehr so gut lesen kann. Viele schreiben es dann so untereinander, so dieses Set Name, Set Mate, Set Location, Save, so untereinander und rücken das dann eins ein. Das ist okay, das kann man noch einigermaßen gut lesen, wahrscheinlich sogar besser, als wenn man es irgendwie aufteilen würde und jedes Mal Tux vorne dran schreiben würde. Dementsprechend ist das oder gilt das hier als guter Codestil. Ja, JavaScript ist komisch und widerspricht vielleicht dem einen oder anderen Prinzip, aber es funktioniert super. So, und damit sind wir eigentlich am Ende. Das sind die wichtigsten Prinzipien, wenn ihr um JavaScript Clean Code besorgt seid und was ihr definitiv sein solltet in diesem Fall. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst uns aber noch mal ganz kurz über die Job.io reden. Und wie schon gesagt, es ist einfach wahnsinnig viel, was Clean Code angeht. Deswegen darf ich mich freuen, auch bei der Job.io nochmal einen kleinen Vortrag für Clean Code oder über Clean Code zu halten. Auch wenn mein Code für euch in den Videos nicht immer der cleanste ist, ich versuche ihn eher anfängerfreundlich zu gestalten. Im Unternehmen sieht das dann natürlich ein bisschen anders aus. Und dementsprechend freue ich mich auch natürlich auf die Job.io. Wie gesagt, am 22. September, 13:30 Uhr fängt das Ganze an und es geht 5 Stunden lang dort. 5 Stunden lang Vorträge, über 20 Vorträge, von mir, von anderen Leuten, die sich in der IT wirklich auskennen. Ihr könnt euren Lebenslauf komplett kostenlos checken lassen. Ihr könnt bei Unternehmen mal in den Arbeitsalltag reinschnuppern und einfach auch mit denen chatten und vielleicht ein bisschen kennenlernen. 35 Unternehmen gibt es dort und ja, ich glaube, das Ganze ist ein geiles Event. Ihr könnt dort sehr viel mitnehmen, ihr könnt vor allem auch sehr viel netzwerken und ihr könnt auch super gut einfach Jobs finden. Also wie gesagt, hier über 600 Jobs, fast 700 Jobs könnt ihr bei 35 Unternehmen finden. Die suchen tatsächlich alle richtig, richtig hart. ITler sind einfach gefragt und deswegen ist das Ganze natürlich für euch wie immer kostenlos und die Unternehmen dürfen dafür bezahlen und natürlich dann eventuell auch euch kennenlernen. Okay, eine Sache möchte ich allerdings noch kurz sagen. Ich durfte ja schon zweimal als Speaker bei der Job.io auftreten. Ihr könnt die ganzen vergangenen Events auch natürlich nochmal verfolgen. Ja, dementsprechend sind hier die ganzen Talks, wie gesagt, auch 2 von mir dabei und eben aus der Messe im März und aus der Messe im Januar dieses Jahr. Und ja, die waren alle wirklich super. Also ich war da, wie gesagt, schon zweimal. Die Messen sind immer toll und spannend gestaltet. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, für euch kostet es nichts, außer ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, es macht auch sehr viel Spaß. Und dementsprechend freue ich mich, euch dort wieder zu treffen. Und wir hören uns dort wieder. Bis dann. Ciao.